Hallo? Hallihallo. Da sind wir wieder, der Dicke und der mit der Halbglatze. Sucht euch aus, wer ist. Ihr hattet Fragen, viele Fragen. Ganz viele Fragen. Und es war toll. Also erstmal danke an eure Fragen. 10 von 10 Kuss geht raus. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt nochmal hier so eine kleine Folge. Wir haben auch gar keinen Zeitdruck. 0. Wir haben 40 Minuten Zeit für alles jetzt. Also, Und einen Haufen Fragen. und Also. Haufen Fragen. Deswegen gehen wir rein, würde ich sagen. Und wir gehen die einfach. Wir müssen sagen, wir haben mit. jetzt hier ganz wirklich wie Streber so alles vorbereitet. Also es wird heute professional. Also wir haben wirklich einmal die meistgefragten Fragen aufgeschrieben. Mhm. Okay. Fangen wir direkt an. Ja, let's go. Rein in die Olga. Wann sind zu viele Wirkstoffe zu viel oder wann ist zu viel Hautpflege zu viel? Das war, glaube ich, so mit Rosatia das häufigste. Was Also mich hat es überrascht, die Frage, weil normalerweise solltest du ja wissen, wann es zu viel ist, oder? Das ist immer schwierig. Du hast halt das Problem, dass durch Social Media der Trend ist, mehr ist mehr. Bei allem. Generell Überkonsum wird krass gefördert auf Social Media. Und auch wenn ich eigentlich jemand bin, der sagt, die Firmen, sage ich sehr gerne, ich würde sagen, die Influencer. Ich würde in dem Fall tatsächlich Influencer. Weil Unternehmen bieten nur das an, was die Nachfrage ist. Ne, zum Beispiel, ich halte nicht viel von Augencremes, ihr verkauft auch Augencremes. Nach wie vor halte ich nichts davon. Aber wenn die Nachfrage da ist, was willst du denn machen? Den Leuten sagen, nein, benutze. Also irgendwie verstehe ich, dass das Unternehmen dann sagen, wir bieten es halt an, weil die Nachfrage da ist. Und ich habe generell das Gefühl, ihr müsst mehr lernen, was ihr benutzen wollt. Also wenn ihr etwas, zum Beispiel, ich liebe Vitamin A und ich liebe Acetylsalicylsäure. Und es gibt Leute, die werden es nicht vertragen. Egal, was die machen. Sie können es über Monate versuchen. Sie werden immer das Skin Purging haben. Dazu kommen wir auch noch. Dazu haben wir auch viele Fragen bekommen. Es wird nicht... Du musst nicht. Du musst nicht. Also das Effektivste ist für mich, hab eine gute Basis aus Reinigung, Feuchtigkeit und Schutz. Und der Rest ist Lust und Laune. Also wirklich, wenn du sagst, oh, heute will ich, oder... Ne, ist bei mir auch so. Bestimmt 90% der Routinen sind Reinigung, ein gutes Serum, was für mich irgendwie Barriere und Feuchtigkeit bla bla macht und eine gute Creme für abends und morgens einen Sonnenschutz. Ich verwende morgens nicht mal eine Creme unter den Sonnenschutz. Selbst im Winter nicht. Dafür will ich einfach einen reichhaltigen Sonnenschutz. Das ist so meine Art. Die Leute verwenden zu viel. Ihr verwendet wirklich zu viel. Also ich meine es nicht böse. Also genießt es, so wenn ihr eine 35-Step-Routine habt, mach. Aber ihr müsst nicht. Also wenn ihr es macht, weil ihr glaubt, dass ihr es müsst, ihr müsst es nicht. Ich glaube, das ist das, was wir auch verinnerlichen müssen. Was ist so Überkonsum? Also ich konsumiere auch gern, verstehe mich nicht falsch. Ich meine, alleine beruflich müssen wir viel konsumieren. Ich meine nicht Influencer, okay? Dass wir uns ja einig sind. Das ist kein Job. No offense. Aber Kuss an euch alle. Ich kriege schon wieder die Nachricht, das ist ein Job, ich muss mich heute einmal filmen. Ich mach mal weiter. Also normalerweise sagen wir ja auch von Nishbury Lab, dass wir immer 3 Hauptschritte haben und noch einen 4. so einen Option-Schritt. Treatment. Genau. Also wir sagen einfach immer einen guten Cleanser, irgendwas, das Moisturizer ist, irgendeine gute Feuchtigkeitscreme, Serum, was auch immer man gerne hat. Und dann einfach noch eine Sonnencreme. Ja. Das sind die 3 Basic. Und dann als 4. Schritt kannst du noch irgendwas mit einem Treatment dazu bringen. Also irgendwas, Vitamin A, irgendein Peeling, worauf man halt Bock hat. Aber damit man halt erstmal die 3 wichtigen Schritte hat. Und erst wenn man die 3 richtig hat und richtig was gefunden hat, dann sollte man auch erst in die Treatments reingehen. Finde ich auch. Und ich finde es auch wichtig, ihr müsst nicht Treatments kombinieren. Ich habe das Gefühl, manche wollen so viel wie möglich in einer Routine auffrischen. Es muss gar nicht sein. Also zum Beispiel, ich benutze Vitamin A seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung, 5, 6, was weiß ich. Und ich benutze Vitamin A immer 3-mal die Woche. Ich habe früher auch versucht, jeden Tag zu benutzen, weil man lernt das so auf Social Media relativ schnell so, ja, und dann, du fängst langsam an und dann steigerst du. Musst du nicht. Du musst dich faktisch nicht steigern. Es wirkt trotz dessen. Und du hast eventuell einfach nur mehr Irritation. Also es gibt keinen Grund mehr zu verwenden, außer, da kann man diskutieren, wenn man vielleicht etwas älter wird, dann kann man darüber diskutieren, ob man die Häufigkeit erhöhen sollte. Aber ganz ehrlich, Staubsaugermomente. Man muss sauber machen. Dyson, sponsor uns. Keine Ahnung. Aber vielleicht noch dazu, also man soll ja auch die Routine, es soll ja nicht immer Routine gleichbleibend sein, sondern man soll ja auch ein bisschen Spaß reinbringen in die Routine. Das heißt, man kann auch ruhig mal die Treatments austauschen. Man muss ja nicht immer jeden Tag das Gleiche machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn du keinen Spaß hast an einer Hautpflegeroutine, lass es lieber. Aber Genau. du ziehst es ja nicht durch. Also wer zieht deine Routine durch, auf die er gar keine Lust hat? Ich nicht. Ich sage ehrlich, ich will es nicht machen. Ich muss darauf Lust haben, dass ich Bock habe, eine Routine zu machen. Ja, und die soll ja auch spannend sein. Man soll ja auch auf seine Haut hören. Also wenn man halt irgendwie einen Tag mal mega viele Pickel hat oder irgendeine Entzündung oder trockene Hautstellen, weil es kalt draußen ist oder so, oder man war viel draußen, man war Skifahren, dann muss man seine Routine ja auch ein bisschen anpassen an das, wie die Haut in dem Moment halt ist.
Und wichtig ist auch dabei, dass, wenn du das ganze Thema aufmachst, wenn du ein Produkt verwendest, sonst ist es am nächsten Tag Pickel. Es muss nicht das Produkt sein. Ich habe das auch selber oft schon erlebt, dass ich dachte, ist bestimmt das Produkt. Ist es in der Regel gar nicht. In der Regel war es gar nicht das Produkt. Das ist ein TikTok-Moment. Das wird ein viraler TikTok-Moment, weil die Leute glauben das. Es ist wirklich so, die meisten Pickel, die man bekommt über Nacht, die sind anbahnen von anderen Gründen. Das dauert auch. Also es ist ganz kompliziert, dass du ein Produkt nicht verträgst. Es gibt durchaus Menschen, die sofort verstopfte Poren haben von einem Produkt. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber die meisten, also bei mir ist es zum Beispiel so, das kommt von was ganz anderem bei mir. Schon vor 3 Wochen angesammelt und kommt jetzt so nach dem Motto. Deswegen, weil ich habe Produkte getestet, wo ich dachte, scheiße, ich krieg Pickel von. Und dann habe ich sie irgendwann mal nochmal getestet und denke, oh, ist das geil. So, weißt du, was ich meine? Es war einfach ein blöder Zeitpunkt. Es ist einfach manchmal so. Sag mal, was das Thema war mit den häufigsten Fragen. Also Du hast es schon angesprochen, Rosacea. es ist verrückt. Also wir hatten wirklich, ich glaube, ungelogen ein paar hundert Fragen Ja, zu das ist Rosacea. wirklich, Rosacea juckt euch sehr. Verstehe ich. Juckt. Und ja, nicht nur damit. Nein, Rosacea juckt euch sehr, weil es ist doch ein kompliziertes Thema. Vielleicht vorweg, wir wollen auch gar nicht hier irgendwie ärztlichen Rat geben oder sowas, sondern es ist wirklich nur so, Blabla. Das ist jetzt wirklich nur Blabla dazu. Vorab würde ich auch sagen, geht bitte zu Dermatologen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, aber geht bitte zu Dermatologen. Ich weiß, es ist schwer, gute Dermatologen zu finden. Und ich weiß generell, dass das Ärztethema für viele anstrengend ist. Ich verstehe das. Auch mit den Terminen ist alles. Aber du brauchst einen Dermatologen. Es ist eine chronische Erkrankung, die auch fortschreitend ist. Also die hört nicht auf. Ne? Die hört jetzt nicht auf und jetzt ist Rosacea geheilt. Das kommt nicht zu diesem Punkt so einfach. Deswegen, mein Tipp, geht zu Dermatologen. Aber was man kosmetisch machen kann, da gibt es schon ein paar Sachen, auf die man achten kann. Verzichtet bitte auf Duftstoffe, egal ob synthetisch oder natürlich. Keine ätherischen Öle, kein Parfüm, bitte lasst es weg. Alkohol würde ich auch sagen, wenn ihr Alkohol verzichten könnt in der Hautpflege, ich würde es tun. Wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Ethanolen und, also Fettalkohol ist auch Alkohol, aber Ethanol ist halt was anderes. Deswegen, ich würde auf Ethanol, Alkoholenat und sowas achten. Und Wirkstoffe bitte nicht. Also bitte weniger als mehr bei Rosacea. Wirklich, also gerade dabei. Rosacea hat verschiedene Stadien. Es kann verschiedene Ausführungen sein. Ja, die meisten kennen die Kuparose, die Rötung und ein paar Äderchen. Die Äderchen kriegt man nicht weggepflegt. Die müssen weggelasert werden, wenn es einen ganz doll stört. Ihr müsst da zu Experten für gehen. Aber was ich sehr wichtig finde, ist eine Reinigung. Weniger Wasserkontakt ist besser. Ich bin kein großer Fan von diesen Micellenwasserchen, aber bei manchen ergibt es Sinn, dann doch lieber Micellenwasser zu nehmen, was tatsächlich hautfreundlicher ist, als konstant Kontakt mit Wasser zu haben. aber mit Schellenwasser wieder abwaschen. Es gibt welche, die auf der Haut bleiben können, aber das muss ich kurz anmerken, nicht die meisten. Auch wenn sie alle das gleiche Marketing durchziehen, die meisten sind nicht zum auf der Haut lassen da. Also ich muss hier eine Marke nennen, auch wenn es bescheuert ist, Bioderma. Die sind das OG Micellenwasser und das zu Recht. Es gibt ja einfach ein, zwei Versionen von, die tatsächlich auf der Haut bleiben können. Die wurden auch dafür getestet, dass die auf der Haut bleiben können. Das ist aber vor allem für Leute gemacht mit super empfindlicher Haut, die super reaktive Haut haben. Und Wasserkontakt mit hartem Wasser vor allem kann die Haut irritieren. Jeder Kontakt mit Wasser irritiert die Haut. Aber Wasser ist nicht unser bester Freund für die Haut. Es ist notwendig zur Reinigung und so und die meiste Haut toleriert es, aber es gibt Leute, die können es nicht vertragen. Und also beziehungsweise die Rosacea kann dadurch getriggert werden. Der größte Trigger ist aber tatsächlich dein Lebensstil. Rauchen, lassen, generell, aber lass es bitte. Alkohol lassen, alles, was Histamin im Körper triggert, lassen. Ihr müsst es reduzieren, es ist einfach leider so. Scharfes Essen definitiv vermeiden. Also wirklich, ich fühle scharfes Essen, krass, aber vermeiden. Und sonst Sonnenschutz. Ich finde, Sonnenschutz ist ein Riesenthema. Tragt bitte Sonnenschutz. Ich bitte euch. UV-Licht ist einer der größten Trigger für Rosacea und kann sie echt verschlimmern. Und UV-Licht ist wichtig zu überleben. Es geht hier aber nicht um Schwarz-Weiß. Das gibt es nirgendwo, sollte es zumindest nicht geben. Das hat ein paar Themen. Aber wirklich, das wäre so das, wo ich sage, allgemein das kann man sagen. Und Wirkstoffe, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Acelainsäure. Keine Ahnung. Also sie wird in der Medizin verwendet, zur Behandlung von Rosacea, zur Behandlung von dem Stadium Kuparose. Es ist wirklich, sie ist einfach effektiv. Es gibt noch andere Sachen, aber Acelainsäure ist auch etwas, was ja kosmetisch mittlerweile gut, ich meine, ihr verkauft es ja auch, kriegst du zwischen 10 und 15%. Ihr kriegt es manchmal auch 20% bei apothekenpflichtig, also sind apothekenpflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig, es kommt drauf an. Wichtig, die Prozentzahl ist nicht so, also schon wichtig, aber zum Beispiel in den Studien, wo du 15% mit 20% vergleichst, da gibt es ein 15% Gel, beide sind verschreibungspflichtig. Es gibt ein 15% Gel und eine 20% Creme. Die 20% Creme ist weniger effektiv als das 15% Gel, weil das Gel besser in die Haut kommt.
Und das ist generell ja ein Thema, was sehr häufig von euch gestellt. Und das ist eine Frage, die ich jetzt mal stellen muss. Weil ganz viel interessiert, wie macht man das eigentlich als Unternehmen? Also es ist einfach wirklich so dieses Innovative, was kannst du machen? Weil genau das ist, weil wieso ist 15% besser als 20%? Ja, kommt viel rein. Also ich bin ja nicht kein Formulator, so wie du das bist. Und ich entwickle ja keine Produkte, aber ich kriege es natürlich tagtäglich mit. Wir versuchen, also insgesamt, grundsätzlich kann man sagen, Innovationen heutzutage sind echt schwierig. Also es gibt nichts Neues. Wir gehen auf Messen, auf Cosmoprof, das ist einer der größten, aber es gibt natürlich auch andere Herstellermessen, wo du mit Die sind aber alle nicht so mit gut. Lieferanten dich treffen kannst und Packagings, alle mögliche. Aber Innovationen gibt es weniger. Also man hat alles schon gesehen. Also Und vor allem, wenn wir, also jetzt mal für die so im Background das mitbekommen, ist das nicht auch anstrengend? Jedes Jahr ist so, wir nennen jetzt keine Großkonzerne, aber Großkonzerne, die einen riesen Stand haben, der mehrere 10.000 Euro kostet. Und dann stehen die da mit wirklich Hunderten von Menschen erzählen, ja, die Innovation des Jahrhunderts. Und dann ist es irgendein Pflanzenextrakt, die sie irgendwie anders manipuliert haben. Und dann, Leute, die Realität ist, das sind Unternehmensstudien, also die Unternehmen bezahlen Geld für diese Studien. Das heißt, dementsprechend wird jetzt nicht dabei rauskommen, es ist ein scheiß Rohstoff. Das wird nicht passieren. Die geben Geld dafür aus und hoffen natürlich, was zu finden. Mein Favorit war, gut, Namen müssen wir jetzt, ne? Aber du erinnerst dich doch an dieses Pigmentfleckenserum, wo alle Influencer gesagt haben, das hat mein Leben verändert. Die haben es eine Woche benutzt. Eine Woche. Pigmentflecken heilen, also um Pigmentflecken abzuheilen, reden wir von teilweise Jahren bei eigener Haut und wenn du sie unterstützt, Monate. Und Leute haben wirklich gesagt, in 2 Wochen war alles wirklich wahr. So, Pigmentflecken, also Hyperpigmentierung jeglicher Art, ist so schwer unter Kontrolle zu bekommen. Und dann auch noch mit einem Produkt, was einen Lichtschutzfaktor von 30 hat. Also das ist halt wirklich auch zu wenig, um wirklich effektiv zu sein. Und dann habe ich mir die Studie angeguckt, die öffentlich ist, also da kann man nicht viel einsehen. Und das war wirklich so, wo ich dachte, okay, also das ist jetzt das, wo alle durchdrehen. Die Studie ist nicht schlecht, also verstehe mich nicht falsch, ist nicht schlecht, aber der Hauptwirkstoff in dem Produkt sind 10% Niacinamid. Und das kann man, aber die wollen es auf diesen Rohstoff alles schieben. Aber wir wissen, dass Niacinamid bei Pigmentflecken hilft, das wissen wir. Es wird nicht so, wie viele denken, es streut mehr den Pigmentfleck in der Haut, als es den wirklich wegbekommt. Aber es hilft, es macht den optisch schöner und das ist ja auch was Schönes. Und das war für mich so total verwirrend. Also das muss ich sagen, das ist so mein größtes Problem in dieser Industrie, dass gerade Großkonzerne und auch große Rohstofflieferanten wirklich mit einer Story was verkaufen möchten. Und was an sich nicht verkehrt, aber es ist zu viel geworden. ja, es ist aber halt schwierig, wie gesagt, zu innovieren, Ja. irgendwas Neues zu machen. Ja. Bei uns liegt es halt da, also wir versuchen, unsere Innovationen daher zu bekommen, dass wir sagen, wir nehmen halt was es schon gibt, in irgendeiner Form oder irgendeiner Art, versuchen es zu verbessern und günstiger anzubieten. Weil da ist eigentlich die Innovation, dass du sozusagen was Besseres, günstiger anbietest oder ja, günstiger anbietest als andere. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt ein eigenes Labor haben, dass wir eigentlich eigene... Und das ist kein Standard, das muss ich ganz kurz anmerken, weil ich glaube, das wissen viele nicht. Die meisten Firmen, das ist überhaupt nicht schlimm, ich meine, das sind unsere Kunden am Ende, aber die meisten Unternehmen arbeiten mit Herstellern, entweder Lohnherstellern, etc., die eigene Labore haben. Und deswegen seht ihr auch viele ähnliche Rezepturen, weil viele Unternehmen, egal ob Großkonzern, kleines Unternehmen, je nachdem, die kaufen halt Rezepturen noch teilweise ein, was überhaupt nicht schlimm ist. Also ich persönlich habe damit kein Problem, weil wenn es eine gute Rezeptur ist, warum soll man es nicht anbieten? Aber das selber entwickeln, also dass man wirklich Chemikerinnen und Chemiker einstellt, dass man wirklich kosmetische Experten einstellt und sich sagt, wir setzen uns hin, wir arbeiten damit und wir entwickeln, das ist teuer. Ich glaube, das vergessen Leute, wie teuer das wirklich werden kann, wie viel Aufwand auch dahinter steckt, weil dann das Team muss dann auch noch dem Lohnhersteller oder wer auch immer es für einen herstellt, auch alles erklären. Und das wollen auch viele Lohnhersteller nicht. Viele wollen immer ein System verkaufen, ein ganzes Konzept verkaufen, was ich verstehe. Aber also selber entwickeln ist kein Standard. Und nein, ich muss es einmal kurz betonen, es ist nicht selber entwickeln, auch wenn es jetzt etwas gemeiner klingt, als ich es meine. Es ist kein selber entwickeln, wenn man zum Lohnhersteller sagt, da würde ich gerne Reisextrakt reinpacken, da hätte ich gerne noch ein bisschen Vitamin C. Damit hast du nichts entwickelt, du hast eine Formel ergänzt und es ist wunderbar. Aber ich finde, selbst entwickelt, das ist immer so ein Begriff, der wird sehr schnell verwendet, was okay ist, aber so ein bisschen, also es sind halt Leute, die wirklich sich Mühe machen. Also weißt du, was ich meine? halt forschen. Also es ist ja wirklich eine Forschung. Deswegen heißt es Forschung und Entwicklung. Also wir haben eine eigene Forschung und Entwicklung-Abteilung mehr oder weniger. Und da forschen die Kollegen jeden Tag an neuen Produkten, an neuen Ingredients, an, wie du gefragt hast, wie kriegt man hin, dass man sozusagen mit 15% einen guten Effekt hat. Ja, weil die halt natürlich tausende von Samples... Ich würde da ganz kurz mal frech was reinschauen. Ich darf das. Ich habe extra gefragt, ob ich das darf. Ich habe gefragt, ob ich das darf. Ich darf ein Produkt, ich muss es einmal zeigen, weil ich finde es kompliziert, sowas zu machen. Can you show it on my hand again? Perfect. Und zwar
wir lieben Sonnenschutz. Und ich persönlich, ich finde, mineralischer Sonnenschutz ist unglaublich schwer zu machen. Mineralisch bedeutet basiert, also streng genommen sagen wir eigentlich anorganisch, weil es gibt organische und anorganische UV-Filter und die nennen wir liebevoll in der Gesellschaft chemische und mineralische Filter. Das sind alles chemische UV-Filter. Jeder dieser Filter wird im Labor synthetisch hergestellt. Es gibt keinen vorbereiteten aus der Natur. Und es ist so schwer, die zu formulieren, weil die sind nicht löslich. Die sind weder wasserlöslich noch öllöslich. Die sind einfach nicht richtig löslich. Und deswegen suspendiert man sie. Das heißt, man bindet sie in eine Formel ein. Das heißt, stellt euch vor, das sind ganz, ganz viele kleine Pigmente, Partikel, die verteilt sind und die sind in eine Formel eingebettet. Diese Formel muss aber dann so stabilisiert sein, dass das da drin bleibt, um einen effektiven Sonnenschutz zu bauen. Ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber es ist leider so. Und was ich ganz geil finde, ist gerade bei Zinkoxid, es ist so schwer, einen guten mineralischen Sonnenschutz zu machen. Und ich finde es ganz gut. Ich finde auch den Ansatz von euch ganz gut. Ihr habt einen gemacht, ein mineralisches Fluid. Und ich darf es zeigen, Leute. Ich möchte es nochmal ganz kurz sagen. Es ist ja diesmal abgesprochen. Letztes Mal habe ich es in meiner Story gezeigt und ich glaube, der Gründer von. Er darf. Ja, ich darf. Ich darf das, okay? Ich mache es einfach. Das ist ein mineralischer Sonnenschutz, der getönt ist. Und ich finde es ganz toll von euch, dass ihr sagt, ich weiß nicht, wann er rauskommt. Ich zwinge die, dass sie ihn rausbringen. Also ihr müsst es rausbringen für uns alle, bitte. Ja, wir haben, glaube ich, über 70 Samples davon gemacht. Ja, es ist wirklich bodenlos viel. Und ich finde es auch ganz gut, dass ihr verschiedene Farben gemacht habt, weil getönter Sonnenschutz hat einen Nutzen. Das geht generell. Benutzt Make-up, wenn ihr Pigmentflecken habt. Es gibt nichts Besseres als Farbpigmente, um blaues Licht zu blocken. Und zwar von der Sonne. Eure Geräte haben nicht ansatzweise so viel blaues Licht wie die Sonne. Und das ist so ein Gamechanger, wirklich. Das ist wirklich ein Unterschied. Also generell, ihr braucht nicht sowas. Das ignoriert bitte sowas jetzt. Getönte Produkte. Ein Concealer auf dem Pickhammer. Macht es bitte. Das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Ich hasse es, wenn verbreitet wird, dass Make-up schlecht ist. Make-up ist so sinnvoll. Es kommt drauf an, nur weil es dir nichts bringt, heißt es nicht, dass es nutzlos ist. Und das stört mich, dass Leute das mittlerweile so projizieren, nicht im Make-up schlecht. Es ist nicht, Punkt. Es ist nicht schlecht, fertig. So. Und ich finde es gut, dass, so wie ich das verstanden habe, ist das Konzept, dass ihr getönten Sonnenschutz gemacht habt, also es geht im Marketing nicht darum, dass er nicht weiß ist. Nein. Es ist mineralisches Pigment. Das ist ein Pigment. Es wurde getönt. Und ihr ja auch dunkle Farben anbietet, das finde ich ganz gut, aber es geht darum, dass das nicht weiß wird. Also so wenig wie möglich. Das ist halt das Ziel davon. Ich verrate das mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen sieht von der Farbe, glaube ich. Ich finde das ganz gut, weil es ist schwer. Es ist verdammt schwer. Also ich sage euch ehrlich, ich habe noch nie einen effektiven, guten Zink-Sonnenschutz hinbekommen. Habe ich nicht. Also es ist unglaublich schwer. Vor allem mit den neuen Standards auf dem Markt. Silikonfrei und nein, Silikon ist da super notwendig, um das Pigment, aber ich brauche das ja nicht mal wegwischen, man sieht es gar nicht. Ja. Einfach um das Produkt zu stabilisieren, um einfach wirklich eine gute Textur zu bekommen, da brauchst du Silikon. Ich verstehe, dass Leute Angst dafür haben, aber ich möchte es einmal sagen, es gibt faktisch keinen Grund, warum ihr dafür Angst haben müsst. Wenn es die Umwelt ist, das ist ein Thema für sich, da möchte ich mich nicht einmischen, das muss jede Person für sich selber entscheiden. Auch wenn Kosmetik der kleinste Faktor bei diesem Thema ist, respektiere ich das, wenn Leute sagen, nein, ich möchte es nicht, das ist für mich verständlich. Ich finde es so wichtig, dass wir so eine Balance haben. Ich sehe es bei Mikroplastik immer. Also die Beschwerde bei Kosmetik, no offense, Schwester. In der pflegenden Kosmetik kenne ich kaum eine Firma, also vielleicht altbewährte Großkonzerne verwenden da noch ein, zwei Sachen. Wobei, durch den UV-Filter-Diskussionswandel ist ein alter UV-Filter wieder zurückgekommen. Oh, irgendein Polysilikon. Das ist aber ein UV-Filter, UVB-Filter. Ich glaube, dass der zum Großteil Mikroplastik ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir in der EU nicht verwenden, aber ich weiß, dass er wieder zurückgekommen ist in manchen Ländern. Ich hoffe, dass das nicht mehr so ist. Da bin ich aber nicht so bewandert, weil ich benutze den UV-Filter nie. Das Einzige ist mir einfach für die Glitzerlidschatten. Und jetzt in der EU wurde es ja gebannt. Dementsprechend weiß ich weiß nicht, wenn jetzt natürlich irgendwie bei weiß nicht, Skiglam oder so eine Glitzerlidschatten kaufen, wird wahrscheinlich noch Mikroplastik. Ich weiß es nicht, ich habe nicht reingeguckt. Aber ich gehe mal davon aus, weil es halt günstig ist und effektiv ist. Aber der größte Mikroplastikanteil, wissen wir, kommt aus der aus der Klamottenindustrie und Autoabriebe, Schuhsohlenabrieb. Das sind so Sachen, ich habe das Gefühl, wir vergessen das manchmal, dass die größten Faktoren diese Faktoren sind. Gerade Klamotten. Bitte. Und eine Sache. So was Persönliches. Klamotten können nicht per Maschine hergestellt werden. Alle Klamotten müssen per Hand am Ende genäht werden. Irgendeine Person muss es nähen. Das ist kein rein maschinelles System. Ich wollte es nur einmal anmerken, weil ich glaube, es geht oft unter, wie brachial diese Industrie geworden ist. Also ich glaube, es geht echt unter. Und es ist nicht nur mal diese Extreme, die man einmal sieht und vergisst. Ich wollte es nur mal einmal anmerken, weil ich glaube, es geht ein bisschen zu oft unter. Aber wichtig ist auch, wir können nicht die Welt retten als Einzelperson. Das ist mir auch immer wichtig. Ich will gar nicht dieses Gefühl geben von, ich mache definitiv nicht alles richtig, um Gottes Willen, bitte. Also das definitiv nicht. Ich finde es nur wichtig, dass man es auch manchmal
erwähnt. Weil ich glaube, in diesem Kontext, wenn ich dann das mit dem Mikroplastik zum Beispiel lese, denke ich mir so, der größte Faktor ist es aber einfach nicht. Und ich verstehe, dass Leute sagen, was ist mir wichtig, respektiere ich. Aber respektiere bitte auch, dass du damit nicht die Welt verändern kannst, wenn es 1-2% ausmacht und der Großteil von woanders kommt. Ich finde es wichtig, dass man es einmal angemerkt hat. Wer sich jetzt angegriffen fühlt, setzt sich hin. Es ist nicht persönlich gemeint, mein Herz. Kuss. So, Entschuldigung, ich muss das einmal sagen. Nochmal zurück zum Ja. Sonnencreme. Also wir hatten ja die eine Standardfrage, LSF und SPF. Also für alle, die es nicht wissen, LSF ist Lichtschutzfaktor auf Deutsch und SPF ist Sun Protection Factor auf... Willst du nochmal Spanisch sagen? Einfach so viel Flex. Ist jetzt hier unnötig. Wieso? Vielleicht haben wir spanische Zuschauer. Kuss auf euer Herz. Die haben ja den Untertitel dann. Geil. Und dann, wie gesagt, Tagescreme, SPF, Sonnencreme. Magst du da kurz ein bisschen was dazu sagen? Also ich habe meine eigene Meinung dazu. Ja, ich verstehe schon. Also rein aus Entwicklersicht, da ist kein Unterschied dran. Also das Einzige, was wir machen, ist, wir reduzieren an der Tageslicht in der Regel den Lichtschutzfaktor und packen ein bisschen pflegende Stoffe rein und meistens ja auch ein bisschen fettiger, reichhaltiger. Ihr könnt eine Tagescreme verwenden, aber, ich habe nur ein Aber. Sonnenschutz ist meist tendenziell etwas günstiger, weil ihr bei Tagespflege für weniger Lichtschutzfaktor doch schon einen Preis bezahlt. Und ihr braucht von beiden, um den Lichtschutzfaktor zu haben, der auf der Flasche ist, immer die gleiche Menge. Also ändert sich nichts an der Menge, die ihr benutzen müsst. Ob 15 oder 50 plus, spielt keine Rolle. Ihr braucht in der Regel, sag mal, 1 bis 1,5 Gramm. Ich halte ganz wenig von dieser Löffelmethode. Dieses, dass man sagt, 1/4 von einem Teelöffel, ist ganz schwer, weil die meisten flüssigen Substanzen sind viel schwerer und man braucht deswegen weniger Protokoll. Am Ende ist wirklich das Gewicht entscheidend, wie viel man verwendet. Aber ich halte genauso wenig, das muss ich kurz anmerken, mit der Obsession. Ich muss alle 2 Stunden reapplizieren, sonst ihr müsst das im Alltag nicht machen. Wenn ihr nicht im Hochsommer, also wenn ihr jetzt nicht gerade in Texas, finde ich das ein gutes Beispiel, wenn du in Dallas, Texas lebst, wirst du wahrscheinlich das machen müssen, weil du da echt viel UV-Licht hast. Aber wenn ihr jetzt gerade nicht, ich meine, hier in Spanien seid ihr auch viel UV-Licht ausgesetzt, aber es kommt drauf an, wenn du den ganzen Tag im Büro bist, reicht wirklich morgens nicht Schutzfaktor auch dran, reicht in der Regel. Wenn du aber jetzt viel unterwegs bist, viel in der Sonne unterwegs bist, am Strand bist, mit Kindern, ganz andere Thematik. Aber ich finde es schwierig, die Obsession generell ist nie gesund. Ich glaube, das trifft es am besten. Obsession generell ist nie gesund, in alle Richtungen. Ich glaube, das trifft es gut. Aber das gibt es dazu zu sagen. Also der Unterschied ist tatsächlich viel Marketing, weil die meisten SPFs heutzutage haben wunderbare Antioxidantien, pflegende Stoffe, feuchtigkeitsbildende Stoffe, weil die Industrie hat dazugelernt. Die Textur, vergleich mal Sonnenschutz mit vor 15 Jahren, womit wir rumgelaufen sind teilweise, als Kinder, Jugendliche, was auch immer. Oder nicht, deswegen. Oder auch nicht, weil die halt unerträglich waren. Schwere, klebrige Haare. Und deswegen auch da, nein, kein Sonnenschutz wird Krebs auslösen. Es ist egal, was euch TikTok-Influencer erzählen. Ihr sollt Sonnenschutz nicht trinken. Ihr sollt Kosmetik generell nicht trinken. Ich weiß nicht, was diese Obsession ist mit dem Trinken von... Mein Satz zu meinem Lieblings ist so, schmier dir nichts auf die Haut, was du nicht essen kannst. Echt? Ich kann Zitronen essen. Schmier mal euch. Ich will es sehen. Salz könnt ihr essen. Macht mal ein schönes Salzpeeling mit Olivenöl, anschließend eine Zitronenscheibe einmal schön drüber und dann geht nach 15 Minuten in die Sonne. Den Krebs könnt ihr für euch behalten. Das ist wirklich, also diese Obsession mit nichts verwenden, was man nicht essen kann. Ich kann viele Kosmetika nicht essen, solltest du zumindest nicht. Und trotzdem ist deine Haut ist nicht dein Magen. Und also ich glaube, die Leute vergessen, dass Haut ein Organ ist, was eigenständig funktioniert und kein Tor ist. Es lässt nicht alles rein, nur weil es irgendwelche Leute mit roten Brillen, die setzen ja immer ihre, schön aus hier von AliExpress, ihre roten Red Light Brillen auf, die angeblich die Welt, die verkaufen sie dann mal für 50 Euro. Müsst ihr ganz dringend kaufen, kosten glaube ich 60 Cent im EK. Aber die wollen mir erzählen, die mir auch einen 7.000 Euro Wasserfilter andrehen wollen und ich soll wie viele Hunderte von Euro im Monat für Supplements und Honig ausgeben. Die wollen mir erzählen, dass sie gar kein wirtschaftliches Interesse haben und die Kosmetikindustrie ist böse. Und ich denke mir so, jede Industrie hat böse Unternehmen drin und Unternehmen, die was Positives bewirken wollen. Es gibt nicht schwarz-weiß. Es gibt auch Leute in dieser Industrie, von denen gibt es auch Leute, die einfach den Leuten helfen wollen. Weil wenn du sagst den Satz, Menschen sollten weniger stark verarbeitete Lebensmittel essen, sagen sie nichts falsch. Es ist faktisch komplett korrekt. 100%. Es ist 100% korrekt, dieser Satz. Aber ihr versteht mich, glaube ich. Es ist so, manchmal sich dann irgendwie so, wann sind wir da hingekommen? Also wann ist diese Obsession so krass geworden, dass wir, ja, Oxybenzon ist gefährlich. Du sollst nicht trinken, aber Oxybenzon finde ich als sofort einfach schwachsinnig. Deswegen verwenden wir in der EU gar nicht. Ich glaube, außer Amerika verwendet es auch, glaube ich, wirklich keiner mehr. Aber so, wisst ihr, was ich meine? So, es ist wirklich so ein bisschen so, okay, so beruhigt euch. Also wer es nicht verwenden möchte, das ist mir egal. Darf ich dann eine andere Frage, die wir noch dazu bekommen haben? Und zwar haben wir viele Fragen dazu bekommen, wie das aussieht mit
Ingredients, die verboten sind, die man nicht benutzt. Vielleicht von meiner Seite mal, grundsätzlich sind in Europa so viele Ingredients verboten, dass alles, was du auf dem Markt findest, per se mal gut ist. Ja. Also ist zumindest nicht schädlich. Nicht gefährlich. Genau, nicht gefährlich. Ja. Nicht gefährlich. Ja. Also alles, was in Europa hergestellt wird, ist nicht gefährlich. Ist immer cruelty-free, also wir machen in Europa keine Tierversuche. Wir dürfen rein theoretisch so gar nicht mehr sagen, dass irgendein Produkt cruelty-free ist. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist, für die, die es nicht wissen, es ist gar nicht erlaubt. Also Firmen dürfen eigentlich gar nicht damit werden. Genau, also also man schreibt auf die Seite, dass man das nicht macht, dann für Leute, die es interessiert. In der Regel ist es so, weil es verboten wurde, darf man es gar nicht sagen. Aber, was ich jetzt sagen würde, ist, was mir sehr wichtig ist, wenn ihr Inhaltsstoffe euch anguckt, vergesst nicht, die Dosis macht immer das Gift. Also auch Wasser kann tödlich enden. Auch Vitamin D kann tödlich enden. Alles kann tödlich enden, weil alles kann ab einer gewissen Dosis gefährlich werden. So mein Favorit ist, wenn Leute Konservierungsmittel lesen und eine Panikattacke bekommen. Da ist Konservierungsstoffe drin. Sei froh. Du willst nicht wissen, was passiert, wenn gewisse Bakterien sich dort vermehren. Das willst du nicht wissen. Ich habe durchaus, das kennen wir, ne, im Labor, wir haben Muster. Wir haben ja hier eine Art Schulung für alle unsere Mitarbeiter. Ja. Und wir haben eine Standardfrage. Und da kommt immer die Frage, was hat mehr Bakterien? Käse oder das Kosmetikprodukt? Käse, Ja. natürlich. So, ist ja normal. Aber ich kann verstehen, also verstehe mich nicht falsch, ich kann es verstehen. Begriffe wurden negativ konnotiert. Mein Favorit ist Emulgatoren. Ich höre schon wieder die Roh-Bros schreien. Emulgatoren heißt nur Wasser und Öl verbinden. Ein Stoff, der schafft wenn ihr Wasser und Öl mixt, wird das Öl schwimmt auf dem Wasser. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr einen Emulgator hinzufügt, wird der Emulgator es brechen. Diese Brücke wird gebrochen und es kann vermischt werden. Dann entsteht was Milchiges. Das sind Emulgatoren. Und wer sagt das? Deine Zellen haben Emulgatoren, Lecithin, Phosphatidylcholin, dein Obst, Gemüse, alles, dein Fleisch, deine anderen Proteinquellen, alles enthält Emulgatoren, was völlig normal ist. Was ich wild finde, ist, die Leute eine Panikattacke bekommen bei einer Creme, aber ich möchte niemandem zu nahe treten, aber sich da irgendwie so ein Antibiotika-Hühnchen reinfahren und sagen, das ist schon okay. Und ich denke mir so, weiß ich nicht, also du hast ja weniger Überschwindung, als das auf der Haut ist. Wie gesagt, das lässt nicht alles rein. Auch wenn Leute es behaupten, es ist faktisch inkorrekt. Toxikologen forschen nicht wie bescheuert, um sich dann von irgendjemandem aus dem Internet erzählen zu lassen, der wirklich legit nur ein Produkt verkaufen möchte. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so, weil ich glaube das nicht. Was du glaubst, ist mir egal. Glaubst nicht, ist okay, aber sehe ich nicht. Das finde ich, nee. Kuss an die Rohgang. Andere Frage. Bitte. Neues Thema. Oh. Unverträglichkeit und Purging. Ja, haben wir vorhin angesprochen. Also simpel gesagt, Purging ist, wenn ein Rohstoff, also ein Stoff in deine Routine hinzufügst, Vitamin A ist ganz gern das Ding und du kriegst Unreinheiten und Irritationen und Haut wird empfindlicher. Haut wird nur ein bisschen rot, trocken, kann viel sein. Magst du Purging vielleicht kurz erklären, für alle, die es noch nie gehört haben? Ja, Purging ist genau das, also dass die Haut einmal so ausbricht. Man sagt immer gern die Erstverschlimmerung nach dem Hinzufügen. Hier ist aber wichtig. Purging hält nicht so lange an. Also ich würde sagen generell, es gibt keinen allgemeinen Satz. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel. Ich habe einige Wirkstoffe über Jahre benutzen müssen, immer mal wieder, bis sie vertragen. Was eventuell die Formel sein, ich weiß nicht. Meine Haut dazu fände, kann alles sein. Aber generell würde ich sagen, wenn du jetzt irgendwie 6 Wochen an einem Produkt hängst und du kriegst immer noch Irritation, dann wirst du wahrscheinlich das Produkt einfach nicht vertrauen. Das ist normal. Und das ist schade, gerade wenn es eine coole Formulierung ist, ein guter Preis, dann fehlt es immer richtig schlimm. Aber es ist so. Ich habe durchaus Produkte, wo ich würde sie so gern mögen. Ich empfehle sie aber trotzdem weiter. Wenn die Formel gut ist, ich schreibe aber dazu, ich vertrage es persönlich nicht. Aber ich muss sagen, toi, toi, toi. Ich gehöre zu den Menschen, die vieles tolerieren können. Nicht alles, aber also Glykolsäure ist immer so ein Ding, so, kann ich nicht. Ich habe es probiert. Glykolsäure und es wird keine Beziehung in diesem Leben. Trotzdem eine super Säure, versteht mich nicht falsch. Ich kann es nicht viel verwenden. Am Körper komischerweise schon, im Gesicht voll Katastrophe. Wirklich schlimm. Ja. Andere Frage, die wir bekommen haben, Schwangerschaft. Wir haben ganz viele Fragen bekommen, was man in der Schwangerschaft benutzen kann. Also erstmal, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr da gut durchkommt. Ich hasse nichts mehr, als wenn Leute sagen, genieß deine Schwangerschaft. Es ist kein Genuss. Ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen, als ob also, weißt du, was ich meine? So die Hormone. Nee, weiß ich nicht. Weißt du nicht, was ich meine? Bist du nicht Play-Go? Also erstmal, gutes Durchhaltevermögen, Ladies. Ich würde generell sagen, du kannst fast alles verwenden. Tipp, geht zu euren behandelnden Ärzten. Das ist eine medizinische Thematik. Brands sind auch nicht, also Marken dürfen das gar nicht sagen. Genau, also das vielleicht von meiner Seite, wenn man darf nicht sagen, es ist für Schwangere oder es ist nicht für Schwangere, du musst immer einen Test machen. Das heißt, jede Marke, die du anschreibst und fragst, darf ich es während meiner Schwangerschaft benutzen, müssen dir rein rechtlich sagen, nein, weil wir dürfen es dir nicht geben. Das ist aber aus rechtlichen Gründen, Genau. falls etwas passiert, so hart das klingt,
soll die Firma nicht verantwortlich am Ende sein. Und der Punkt ist, wir haben die Regel lieber Vorsicht als Nachsicht und dementsprechend Vitamin A sagen wir allgemein lieber meiden und auch Salicylsäure lieber meiden, also BHA und Arbutin. Das ist ein pigmentfleckenaufhellendes Mittel, was sehr ähnlich zum Hydroquinon ist und Hydroquinon ist nicht zugelassen in der Schwangerschaft, aber wichtig, Hydroquinon ist verschreibungspflichtig. Also und da kommen wir in diese Spirale. Die Vitamin A-Thematik kommt daher, dass Vitamin A-Säure oral aufgenommen bei Aknebehandlung, das ist ganz wichtig, wird nur bei Akne verwendet, Erbgutveränderungen und auch Embryonveränderungen mit sich bringt. Das ist so. Das heißt nicht, dass es gefährlich für dich ist, sondern für dein Embryo. Deswegen darfst du nicht schwanger werden in diesem Zeitraum. Deswegen werden Schwangerschaftstests gemacht, es wird verhütet in der Zeit. Sehr wichtig. Es ist aber einfach so. Es ist einfach so. Und Salicylsäure kommt auch aus den Medikamenten. Also, weil man mit Salicylsäuren-Derivaten gearbeitet hat, die wurden nicht gut vertragen. Es gab Probleme in der Schwangerschaft. Deswegen sagt man, allgemein ist die Regel das. Aber es gibt genug Frauenärzte, Gynäkologinnen und Gynäkologen, die sagen, prinzipiell alles in Ordnung, weil es topische Produkte sind. Die werden nicht so absorbiert im Körper und nicht so verstoffwechselt. Und Retinol ist nicht Retinoic Acid, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber generell geht Vorsicht besser als Nachsicht. Sprecht es bitte ab. Und wenn ihr 9 Monate auf etwas verzichten könnt, dann, also wenn ihr sagt, ihr könnt es, dann macht es bitte doch. Es gibt doch viele Ingredients, die du ersetzen kannst. Also Vitamin A kann man zum Beispiel wunderbar mit Peptiden ersetzen. Du kannst BHA wunderbar mit Acelainsäure substituieren. Die ist auch sicher in der Schwangerschaft. Die ist eine der wenigen Mittel, die in der Schwangerschaftsakne, wenn du eine Schwangerschaftsakne bekommst, wird die verschrieben. Weil sie so sicher ist, dass man sagt, gar kein Problem. Ist halt ein großes Molekül, kann wenig bewirken, in der Haut sozusagen reingehen, aber hat sehr gute Effekte, antibakteriell. Leute, also Acelainsäure, liebe Unternehmen, ihr schaut diesen Podcast auch, macht Acelainsäure, ich habe keine Lust mehr. Also ihr wirklich macht Acelainsäure, geile Texturen, setzt euch hin, investiert das Geld. Ich meine, ihr macht schon einen guten Job, aber ich möchte mehr haben. Ihr könnt nicht die Einzigen sein, wir brauchen ein bisschen Konkurrenz, wird langweilig. Macht es mal bitte, ich brauche ein bisschen was, danke. Ja, manchmal muss man es auch sagen. Ich glaube, wir sind so, die meisten Fragen haben wir durch, das glaube ich zumindest, bei Zeit. Ja. Ich habe trotzdem eine Frage an dich, weil es muss ich jetzt stellen. Max, ich möchte bitte wissen, was sind deine 3 Flop-Produkte von deinem Arbeitgeber, wichtige Betonung, Arbeitgeber, und deine 3 Top-Produkte darfst du auch, dann juckt mich jetzt einfach mal. Das musst du halten. Sag es. Also meine Top-Produkte sind die Produkte, die ich Flops. Die Tops kommen zum Schluss. Okay, Flops. Alles, was Säuren enthält, kann ich nicht. Einfach zu Aber sensibel an Acelainsäure kannst du? Acelainsäure benutze ich ab und zu. Ja, deswegen nur für euch. Peelingsäuren es heißt Säure aufgrund der Gruppen, die an das Molekül gebunden sind, ne? Aber, also es ist nur nicht chemischer Begriff. Also es ist nicht, Hyaluronsäure ist keine Peelingsäure, so fürs Gefühl. Acelainsäure leicht exfoliert, aber auch nicht im Vergleich. Also Glykosäure exfoliert ganz anders und wirkt auch ganz anders auf der Haut. Jetzt nur fürs Gefühl. Also. Alles, was mit Peelingsäure gibt. Genau. Wobei, wie gesagt, Acelainsäure habe ich dieses leichte. Peelingsäure. Genau, aber Acelainsäure habe ich dieses leichte Stechen, aber es geht dann immer wieder weg. Also ja, sollte man vielleicht auch mal wissen beim Acelainsäure. Genau, Acelainsäure wird stechen. Also das wird auch bei mir, ich benutze es seit Jahren, also wirklich, ich benutze Acelainsäure sehr lange. Ich habe es damals verschrieben bekommen, jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr die Probleme habe sozusagen damit, aber ich benutze das kosmetisch immer noch. Acelainsäure sticht immer ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran und es ist auch kein Schmerz. Also mittlerweile sticht es nicht mehr, aber ich benutze es auch ja und trotzdem nächste Zeit lang absetzen und wieder anfangen, es fängt an. Das ist normal für Acelainsäure. Ja. Und Rose Calming Cleanser bin ich nicht so der Fan. Allein schon wegen dem Duft bin ich so der Rosenmensch. Und das andere Produkt, das ich nicht so gern mag, ist das Clinical Vitamin A. Ich bin nämlich der A-Retinoid-Fan. Von der Textur her. Verstehe ich. Das sind ja beides Vitamin A, aber wie gesagt, das A-Retinoid. Das eine schallert dir die Fresse weg, das ist legit der Sinn davon. Und das andere ist ja wirklich so, ich bin eine ganz süße Maus. Also ich muss sagen, stimme ich dazu. Also im Sinne von, wenn man das andere lieber mag. Und deine Tops. Sit Clean, Barrier, Lightweight. Ich finde es immer noch wild, dass du ein Fan bist von der Barrier Cream. Also irgendwie ist es so untypisch, dass Männer so weil es ja schon eine reichhaltigere Textur ist, deswegen. Ist genauso umgekehrt. Alle meine Kumpels, meine Brüder, alle benutzen die Creme. Geil, also finde ich super. Finde ich gut. Auch mit dem Bart ist gut. Ja. Also die nach der Rasur zieht ein, ja, genau. Ist nicht so fertig. Das ist mein Aftershave tatsächlich. Kann ich verstehen, weil die meisten Aftershaves sind. Ich habe nicht so viel, aber. Wir verurteilen nicht nach dem Bartausdruck. Ja. Also wenn die Männer anstrengend sind, dann tun wir das. Und nach der Hairline. I said what I said. Aber jetzt gebe ich die Frage zurück, was sind deine Tops und deine Flops? Also ich muss sagen, meine Flops,
Ich stimme dir zu Rose Calming Cleanser. Also ich finde es eine Frechheit, dass der auch existiert. Ich verstehe den nicht. Der ist nicht, ich glaube nicht, weil der Geruch, ich mag die Textur nicht. Der ist so klitschig. Das ist so richtig so, aber er kriegt nichts runter. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine wasserabweisende Schicht, die ich mir auftrage und er kriegt bei mir nichts runter. Ich weiß, dass den echt viele mögen. Deswegen nochmal, was ich nicht mag, müsst ihr nicht mögen und andersrum, was ich mag, müsst ihr nicht mögen. Bitte. Das ist kein Kampf, wem was, also ich bitte euch. Generell. Aber so, weißt du, was ich meine? So, den verstehe ich nicht. Eure Augenprodukte verstehe ich auch wirklich nicht. Also, ich finde sie halt auch nicht gut. Also, davor ich finde sie auch nicht gut. Und, das ist jetzt ein persönliches Ding, ich hasse euren Lip Plumper. Ich hasse den. Den Volume. Leute, ganz kurz, das ist auch mein letzter Satz für heute, reicht auch. Diese Stoffe, das, was da passiert, das ist legit wortwörtlich eine allergische Reaktion. Es soll irritierend sein. Der Komplex soll irritieren. Alle Lip-Plumper. Sie sollen eure Lippen irritieren, deswegen plumpen sie. Aber das ist ein Effekt, der nur temporär ist. Wenn ihr es toll findet, bitte versteht mich nicht falsch. Mein Gott, das ist eure Haut, ihr seid selber verantwortlich. Aber an alle, gerade Jüngeren, ihr müsst es nicht verwenden. Ich finde es generell die Obsession mit diesem, meine Lippen sind so. Kein Celebrity hat von Natur aus so volle Lippen. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr glaubt mir nicht, lasst die Leute Liquid Lipstick auftragen. Ein flüssiger Lippenstift, der matt antrocknet. Lasst sie die auftragen, ich will das sehen. Dann siehst du plötzlich keine Lippenfalte, alles sieht glatt aus. Das ist aber nicht normal. Eine Lippe hat Lippenfalte, das ist völlig normal. Mein Tipp ist eher, wenn ihr eure Lippen etwas voller haben wollt und vor allem besser durchfeuchtet haben wollt, Feuchtigkeitsserum auf die Lippe, ein ganz bisschen, nicht viel. Glycerin liebe ich. Ihr könnt auch einen Glycerin-Balsam nehmen, ist völlig egal. Eine dünne Schicht und dann. Ja, ich bin halt ein Stan von der Aquaphor an Eucerin. Ist einfach ein super Produkt. Ihr könnt auch Vaseline nehmen. Ihr könnt einfach irgendwas okklusiv. Ihr könnt auch Shea-Butter nehmen. Wenn ihr weder Paraffinöl noch Vaseline verwendet, ist total in Ordnung. Ihr könnt auch Shea-Butter nehmen. Aber mein Tipp, Feuchtigkeitsserum unter dem Balsam, weil die meisten Lippenbalsame sind nicht feuchtigkeitsbindend, sie sind feuchtigkeitseinschließend formuliert. Und das ist so das. Das würde ich dazu sagen. Und Tops, ja, ich gehe einen auf den Sack damit, sind wir ehrlich. Reinigungsöl ist eine 10 von 10. Ich bin aber auch obsessed mit Reinigungsöl. Ich liebe ein wässriges, dünnes Reinigungsöl, was einfach alles runterbekommt. Und das lässt sich wunderbar abwaschen. Dank Emulgatoren. Wäre unmöglich ohne. Ich muss sagen, Ceramid-Treatment brauchen wir auch nicht drüber reden. Und regulär würde ich jetzt auch noch sagen Acid, aber ich will was anderes reinbringen. Leute, die Zircon Cream. Das ist einfach, es serviert Mutter, würden wir jungen, hippen Menschen sagen. Eigentlich sagen wir was anderes, aber das kann ich jetzt hier nicht sagen, weil ich glaube, es kommt nicht gut. Aber see you next Tuesday, wenn ihr versteht, was ich meine. At Serving, was soll ich sagen? Die Textusbombe, Allantoin. Als jemand, ich bin obsessed mit diesem Stoff. Alles über 0,2% Allantoin ist nicht formulierbar, außer 0,5 kriege ich hin. Alles darüber, egal mit wem ich rede, du struggles. Es ist instabil, es ist kristallin. Ihr hattet das auch am Anfang. Genau, dieses ja. Sandige. Und das verstehe ich auch. Es ist schwer zu formulieren. Das heißt, dass der Rohstoff, der wenig wie man möchte. Das hat man auch bei Acetainsäure richtig gern. Die macht das auch richtig gern. Kennt ihr vielleicht, dass sie so ein bisschen so was Sandiges? Die Acetainsäure will nicht, wie wir wollen. Und das gleiche hat Allantoin auch. Allantoin ist ab. Also ich weiß, dass alle Hersteller, wenn ich sage, mach mal 1% Panik, also wirklich Panik entsteht. Es ist halt schwer. Es ist mehr als nur, ich mische es rein und löse es. Es löst sich nicht. Und wenn es sich löst, kristallisiert es im Nachhinein in der fertigen Formel aus. Und ich habe das mittlerweile unter Kontrolle. Aber es ist so, ich schwöre, es ist wirklich, also ein Produkt, wo ich sage, das ist ein bisschen underrated. Und ich verstehe es, weil es ist kein Retinol, es sind keine Peptide, es ist kein Marketingstoff, der aktuell fruchtet. Apropos Marketingstoff, Mutter muss los, Leute. Was soll ich denn sagen? Ich muss los, ich muss weiter. Dieser Podcast endet jetzt abrupt. Wenn ihr noch einen dritten teilen wollt, Leute, sag mal. Schreibt in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wirklich. Max, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Kommen. Immer wieder gern. Und danke für eure Frage. Wirklich danke. Schreibt auch hier gerne Fragen rein. Also so ist es nicht. Wir haben auch nicht mal alle durchbekommen. Also ja, wir machen das, vielleicht machen wir noch eine Folge morgen. Nein, Spaß. So, Kuss auf euren Herz. Yalla. Ciao, ciao.